Hallo Freunde, der dem Untergang geweihte Metallriese, der sein Leben lang Öl, Kohle, Container oder Passagiere transportiert hat, nimmt zum letzten Mal Fahrt auf. Diese Kreuzfahrt wird sehr kurz sein, das Boot erreicht nur wenige Minuten mit voller Geschwindigkeit den Sandstrand. In diesem Moment ähnelt er einem unglücklichen Wal. Er eilt zum Ufer, aber wenn dieses Verhalten der Wale für den Menschen gilt, ist mit dem Geheimnis des Schiffes alles völlig klar. Sofort stürzen sich winzige Menschen buchstäblich wie Ameisen auf sie und beginnen mit Hilfe von Autogen und Presslufthämmern, ihr Deck zu zerkratzen. Dies sind die letzten Monate des Schiffslebens. Gleichzeitig ist es ein hochprofitables, aber äußerst gefährliches Geschäft, das Dutzende Menschenleben kosten wird. Das Leben der meisten Menschen, die auf den Flüssen, Meeren und Ozeanen der Welt unterwegs sind, ist sehr kurz. Es dauert ungefähr ein paar Jahrzehnte. Nur einige einzigartige Schiffe, die für die Menschheit keinen Wert haben, haben eine längere Lebensdauer. Die anderen werden vermutlich nach 30 bis 40 Jahren im aktiven Betrieb als Schrott enden. Wenn sie sich natürlich nicht zufällig ganz unten befinden, hatte der Prozess der Demontage todgeweihter Veteranen zunächst eine zivilisierte Form. Das Schiff wurde zur Werft zum Pier transportiert, manchmal wurde es nur auf Grund gesetzt. Anschließend wurde es gründlich in kleine Stücke geschnitten. Die meisten dieser Stücke wurden anschließend, wie so oft, recycelt. Durch einen Unfall im Jahr 1910 änderte sich alles. 60 erlitt das griechische Schiff MD Alpine, das zum Transport von Trockengütern eingesetzt wurde, einen Unfall. Das Schiff blieb in einem heftigen Sturm stecken, das Thai wurde in der Nähe der Stadt Sittakung in der Region oder Tagung an Land gespült. Es war Teil Ostpakistans. Es ist heute das Territorium des unabhängigen Staates Bangladesch. Die Eigner des Schiffes verfügten nicht über ausreichende Ressourcen oder technische Möglichkeiten, um das Schiff betriebsbereit wieder ins Wasser zu bringen. Tatsächlich wurde das Schiff in den nächsten 5 Jahren seinem Schicksal überlassen, die unternehmungslustigen Bewohner nahmen es mit. MD Alpine alles, was auch nur minimalen Wert hatte. Übrigens ist es ihnen nicht gelungen, die Hauptsache zu stehlen. Der Schiffskörper war 19.165 an der Küste des Indischen Ozeans verrostet und wurde von der Leitung des örtlichen Hüttenwerks bemerkt. Letztere litten unter einem eklatanten Mangel an Rohstoffen. Die Überreste des Schiffes wurden vom Besitzer dieser Hütten gekauft, verschrottet und zu Elektrostahlöfen geschickt, wo sie höchstwahrscheinlich Teil eines neuen nützlichen Metallprodukts wurden. Anfang der 70er Jahre. Eine ähnliche Operation wiederholte der IS mit dem pakistanischen Schiff Al-Abbas, das im Krieg um die Unabhängigkeit Bangladeschs unwiederbringlich beschädigt wurde. Allerdings gab es erster Unterschied: Al-Abbas wurde speziell an die Küste in der Region Chittagong geschleppt, wo bereits Arbeiter mit Erfahrung in der Demontage von Schiffen vorbereitet waren. Das Schiff wurde entsandt, um das Schicksal des griechischen Schiffes zu verfolgen, aber dieses Mal etwas operativer. Vielleicht wurde in diesem Moment jemandem auf den ersten Blick eine hervorragende Idee geboren. In vielerlei Hinsicht war es eine brillante und gewinnbringende Idee, die Liquidierung von Marineschiffen zu einem eigenen Geschäft zu machen. Erstens verfügte der neue unabhängige Staat Bangladesch nicht mehr über viele Rohstoffressourcen für die metallurgische Industrie. Die Nachfrage nach seiner Produktion war äußerst hoch. Altmetall könnte dieses Problem lösen, etwa die Reste alter Schiffe für zweiten Bangladesch hatte einen extrem hohen Überschuss an billigen Arbeitskräften. Die Bevölkerungszahl dieses Landes überstieg bereits Mitte der 1970er Jahre. 70 Millionen haben mittlerweile die 160 Millionen Marke erreicht. Sehr viele dieser Menschen waren bereit, unter allen Bedingungen ohne soziale Sicherheit zu arbeiten, es fehlte völlig an jeglicher Gesundheitsfürsorge, die Menschen arbeiteten ohne freie Tage von A bis Z, aus Sicht der entwickelten Länder fast umsonst und schließlich für Dritten. Das Natürliche allein die Bedingungen in Chicago begünstigten die gewählte Methode der Schiffsentsorgung. Breite Sandstrände mit einem sehr allmählichen Absinken ins Meer und ein hoher Gezeitenstand ermöglichten es, den Auswurf der vom Aussterben bedrohten Metallwale an der Küste auf relativ kleinen Küstenabschnitten mit einer Länge von 10 bis 30 Kilometer deutlich zu vereinfachen. Hunderte von Stützpunkten wurden für die Demontage von Schiffen geschaffen. Natürlich handelte es sich hierbei nicht um Stützpunkte, sondern lediglich um schmale Landstreifen, die jeweils zur Beseitigung eines Opfers in den Zentren genutzt wurden. Für die Entsorgung in Bangladesch, Indien und Pakistan bleibt vom transportierten Schiff nichts übrig. Der gesamte Prozess kann unabhängig vom jeweiligen Land in wenigen Monaten abgeschlossen sein.
Der Demontagevorgang ist immer ungefähr gleich. In den meisten Fällen verkauft der Besitzer eines alten Bootes das Boot zunächst an einen Zwischenhändler, der den Namen und die Registrierung des Bootes oft sofort ändert. Anschließend wird es versteigert, da es in vielen entwickelten Ländern Europas und Amerikas derzeit verboten ist, Schiffe unter der Flagge dieses Landes durch unqualifizierte Personen zu veräußern. Schlechtes Personal aus ganz Asien. Danach kauft das Vertragsunternehmen das Schiff auf dem Markt. Sie ist Eigentümerin einer oder mehrerer Plattformen irgendwo im Hafen von Alang. Manchmal wird ein Schiff gechartert, um irgendwohin zum Ort des zukünftigen Todes zu fahren. Es wird alles getan, um den maximalen Gewinn zu erzielen. Das als Opfer entdeckte Schiff liefert seine letzte Ladung ab und macht sich auf den Weg zu seiner Heimatbasis. Bei Flut wird das verlassene Opfer mit voller Geschwindigkeit auf den Strand geworfen, die Demontage erfolgt am Strand und bei Ebbe sitzt das Boot fest im Sand. Damit beginnt die Liquidation, hunderte Arbeiter, darunter auch Minderjährige, stürmen an Bord des Schiffes. Zunächst nehmen sie alles mit, was von Wert sein könnte, Stühle und andere Möbel, die übrige Ausrüstung, sogar Kabel, die Buntmetalle enthalten. Sie schütten sämtliche Kraftstoffe und technischen Flüssigkeiten aus. Dann sind die mit automatischen Genschneidern bewaffneten Brigaden an der Reihe. Sie beginnen, das Gefäß buchstäblich in kleine Stücke zu zerreißen. Dieser Prozess ist der primitivste und ließ fast keine Isolierung vom Skelett und seinen Aufbauten zu, in dem nach und nach kleine Metallstücke abgeschnitten wurden. Diese werden an Land transportiert, Motorteile, Schrauben und alles andere, was sonst noch irgendwie recycelt werden könnte, werden ebenfalls demontiert, wie die Praxis zeigt. In den Ländern dieser Region kann praktisch alles vom toten Wal, der am Ufer verbleibt, verwertet werden. Zumindest das Skelett des Schiffes wird an den Ort seines Untergangs transportiert, allerdings bleibt nur ein leerer Raum übrig, der jedoch bald von einem neuen, zur Entsorgung vorgesehenen Objekt eingenommen wird. Auch für ehemalige Schiffseigner ist dieses System äußerst vorteilhaft. Sie werden nicht nur ein altes Schiff los, das bereits zur Belastung geworden ist, sondern sparen auch Millionen von Dollar. Zufrieden waren auch metallurgische Betriebe und Betriebe, die jedes Jahr hunderte 1000 Tonnen hochwertigen Metallschrotts erhielten. Natürlich auch die Besitzer von Abbaustränden. Sie verdienen ordentlich Geld, weil sie als Letzte in der Schlange stehen, und diejenigen, die direkt die anstrengende körperliche Arbeit verrichteten, blieben immer überflüssig. Es sind dieselben armen Bangladescher, Inder und Pakistaner, die aufgrund ihrer aussichtslosen Lage solche Jobs annehmen. Eine Industrie, die Unternehmern Milliarden einbringt, ist in der Lage, Hunderttausende arme Menschen und ihre Familien zu unterstützen. Selbst die besten und erfahrensten Spezialisten verdienen 10 bis 15 US-Dollar. Für einen 12-stündigen Arbeitstag ist der Lohn weniger qualifizierter Arbeitskräfte um eine Größenordnung niedriger, aber selbst für diesen Betrag gibt es nicht wenige Menschen, die bereit sind, aus dem Benzintank auf das Deck zu steigen. Die damit verbundene Arbeit, das Abwracken von Schiffen, ist sehr gefährlich und birgt zahlreiche Gefahren für die menschliche Gesundheit. Hier kommt es häufig zu tragischen Fällen durch Gasvergiftungen, Explosionen oder Brände. Die einzige Methode, mit der Arbeiter die Sicherheit und das Vorhandensein gefährlicher Gase überprüfen. In einzelnen Teilen des Schiffes gibt es Hühner. Wenn die Henne überlebt, können die Arbeiter mit der Arbeit in Räumen beginnen, in denen Erdölprodukte oder andere leicht entzündliche Stoffe gelagert wurden. Manchmal stürzen Arbeiter von hohen Decks, auf denen sie ohne Flammschweißsicherheit arbeiten, viele arbeiten ohne Schutzmasken, sie haben nicht einmal Schuhe oder Schutzkleidung, ganz zu schweigen von den Umweltschäden, die durch die Schiffsentsorgung entstehen, sind im Alltag nicht so offensichtlich, aber das mindert seine Schwere nicht. Natürlich denkt niemand mehr an den Schutz der Natur, wenn die menschliche Gesundheit keinen Wert mehr hat, auch wenn sich die Situation an den sonnigen Stränden Südasiens in letzter Zeit leicht verbessert hat. Diese Strände stellen weiterhin eine Bedrohung für die Anwohner dar. Und das sind alles Freunde. Wenn Sie etwas Neues und Interessantes gelernt haben, geben Sie ein Like, schreiben Sie Kommentare und bis bald.